Hello, hello. Ich habe heute mal wieder Lust auf ein 3-Karten-Reading. Das heißt, wir gucken uns an, wo liegt des Übels Wurzel, was können wir tun und was ist das Endergebnis. Und natürlich ist es eine kollektive Legung. Das kann hier nicht auf alle passen. Vielleicht kläre ich es noch mit dem Lenormand, kommt drauf an, wie die Karten so fallen. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um und gucken uns das an. Ja, guckt euch mal an. Der Regenbogenwasserfall verspricht uns schon wieder ein Wunder. Ich weiß nicht, wie oft ich letztes Jahr und dieses Jahr auch schon die Wunderkarte gezogen habe. Vielleicht soll uns das auch aufmuntern, dass wir einfach wieder möglich machen, an Dinge zu glauben, die wir bisher ausgeschlossen haben. Die Karte mit der Gnade, die weist eigentlich darauf hin, dass wir Leichtigkeit brauchen, ne? Dass wir Freude brauchen, Genesung, Inspiration, dass wir uns erweitern, unser Bewusstsein erweitern. Gnade kann sich auch so ausdrücken, dass man eben viel innere Größe besitzt, dass man nicht mehr auf seine Meinung besteht, auch wenn man weiß, dass man Recht hat, dass man Dinge einfach stehen lassen kann, dass man Sachen fallen lassen kann, in dem Wissen, dass das große Ganze für Gerechtigkeit sorgt. Das ist ein guter Zustand und um das geht es, das brauchen wir, ne? Da hapert es vielleicht gerade an der Leichtigkeit oder an dem Zustand, dass man entspannt loslassen kann. Man hat so einen Prozess, wo man spirituell reift und wo man seine Wahrheit ausdrückt, aber auch dann nur, wenn es unbedingt sein muss. Denn man braucht es einfach nicht mehr, dass man hier alles und jeden überzeugt von irgendetwas und sich endlosen Diskussionen stellen muss. Was nicht ist, ist nicht, ne? Man kann sowas auch nicht erzwingen und das ist so ein Beispiel von mir. Früher dachte ich immer, ich müsste mich erklären und ich mache das nicht mehr. Wenn ich merke, jemand versteht nicht, dann bringt es nichts. Es ist verpuffte Energie. Es kostet auch Kraft, diese Diskussionen zu führen, die Überzeugungsarbeit zu leisten. Von mir aus kann jeder machen, was er will und denken, was er will, aber er muss es halt mir auch lassen. Verstehen dann viele auch nicht, ne? Warum man auf einmal nichts mehr sagt, aber ich finde, das ist genug Antwort. Ja, dann kommen wir in der Mitte zu dem Thema, was wir tun können, um hier diesen Zustand zu erreichen. Und da haben wir doch tatsächlich eine Erinnerung, dass wir unsere Reserven erneuern, dass wir uns aufladen mit neuer Energie, dass man sich um die eigenen Bedürfnisse kümmert, dass man intensive Selbstfürsorge betreibt und dass man Einflüsse aus dem Leben hält, die nicht positiv sind oder die einen stressen, belasten, dass man Schutz sucht, dass man sich zurückzieht, das kann mit anderen sein oder auch alleine, mit Leuten und eben Dingen, die wichtig für einen selbst sind. Das verstehen ja auch viele nicht, ne? Wenn du jetzt sagst, mir ist das Außen nicht mehr wichtig, da wird so viel rein interpretiert, da wird die ganz große Wahrheit dahinter gar nicht erkannt. Auch das gehört dazu, wo man einfach nicht mehr diskutiert, das ist besser so, ne? Ja, und es geht darum, Dinge zu reparieren, alles instand zu setzen, Beziehungen zu pflegen, die man hat. Denn hier sind gewaltige Energieschübe, die kommen und da sollte so eine Basis und so eine Grundlage sein, ein guter Boden, auf dem man weitermachen kann. Denn hier kommt Genesung, Erfolg, der aufblüht und da die eigene Zuflucht zu haben, das ist so das Mittel der Wahl sozusagen. Dann kommen wir zur letzten Karte, da haben wir den Regenbogenwasserfall mit dem Wunder. Und da zeichnet sich doch tatsächlich nach dem ganzen Unwetter hier ein Regenbogen am Horizont ab, was ja auch immer so ein bisschen ein Omen ist für eine freudige Zukunft, für Geschenke des Universums. Hier entsteht unsere Zeit.
eine Zeit ohne Ängste und Zweifel, wo auch alles in Ordnung ist. Und es ist so eine Verbundenheit, eine große da mit dem Schöpfer, mit dem Universum. Und es tun sich hier auch so Herausforderungen, die man hat im Leben, jeder für sich oder auf seine Weise, auf, die man wunderbar lösen kann. Hier kommt sozusagen ein bisschen dieses kosmische Versprechen, geh mal aus dem Weg, wir finden einen Weg, an den du selber nicht rankommst. In vielen Legenden ist dann noch vom Gold am Ende des Regenbogens die Rede. Also der Regenbogen verheißt sozusagen Reichtum, Wunder. Geht da auch aus dem Weg, ne? Weil wenn man so eine ganz konkrete Erwartung an etwas hat, dann wird man oft enttäuscht. Hier kommt vielleicht auch auf ein Wunder auf ganz spektakuläre Weise. Etwas, wo man das Leben auch wieder so bejaht und von diesem Jahr aus weitere Wunder entstehen können. Wow, was für eine Nachricht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis bald.